In einem kleinen friedlichen Dorf, wo die Sonne immer lächelte und Kinder lachend spielten, lebte ein neugieriger Junge namens Leo. Er liebte es, versteckte Ecken zu erkunden und vergessene Schätze zu suchen. Eines Tages, in seinem staubigen Dachboden, fiel ihm etwas Magisches auf. Eine geheimnisvolle Holzkiste mit goldenen Schnitzereien lag dort. Darin fand er einen alten Pinsel, aber er wusste nicht, dass es kein gewöhnlicher Pinsel war. Aufgeregt setzte sich Leo an seinen Schreibtisch und tauchte den Pinsel in seine Fantasie. Mit einem einzigen Strich erschien ein winziger leuchtender Schmetterling, und dann erwachte er zum Leben. Leo keuchte und grinste verspielt. Er malte einen roten, hüpfenden Ball und bums! Er sprang von der Seite und rollte wild durchs Zimmer. Die Magie war echt. Neugierig, mehr auszuprobieren, ging Leo nach draußen. Seine beste Freundin Mia schaute staunend zu. Mit einem Wisch seines Pinsels malte er eine flauschige weiße Wolke, die in den Himmel schwebte. Dann mit einem Schwung und einer Drehung erschuf er einen kleinen blauen Vogel. Er zwitscherte fröhlich und flog zu den echten Vögeln. Als sie durchs Dorf gingen, sahen sie etwas Trauriges, einen kaputten Brunnen, seit Jahren ausgetrocknet. Die Dorfbewohner seufzten, voller Sehnsucht nach fließendem Wasser. Leos Herz wurde warm. Mit erhobenem Pinsel malte er strömendes, funkelndes Blau. Und plötzlich, wusch, erwachte der Brunnen zum Leben. Das Wasser glitzerte am Sonnenlicht, während die Dorfbewohner jubelten. Vor Freude malte Leo schneller und schneller. Einen riesigen Apfel, eine schwebende Laterne, sogar tanzende Schuhe, die sich von selbst drehten. Er malte eine wirbelnde Regenbogenrutsche, und ehe er sich versah, rutschten Kinder lachend durch die Luft. »Sei vorsichtig, Leo«, warnte Mia. Aber es war zu spät. Er hatte einen Windstoß gemalt, und nun herrschte Chaos am Dorf. Der Wind wurde stärker, hob Hüte, Körbe und sogar Marktstände hoch. Mia packte seinen Arm. »Leo, hör auf!« Leo atmete tief durch und schwang den Pinsel erneut, und zwar mit Bedacht. Langsam, sanft beruhigte sich die Magie. Der Wind legte sich. Leo sah auf seinen Pinsel und erkannte etwas Wichtiges. Magie ist wunderbar, aber sie muss weise genutzt werden. Von da an malte er mit Sorgfalt, reparierte Zäune und schmückte das Dorf mit schönen Farben. Die Dorfbewohner dankten ihm mit warmem Lächeln und Geschenken. Als die Sonne unterging, saßen Leo und Mia auf einem Hügel und betrachteten den Himmel. Dann, mit einem letzten Strich, malte Leo etwas Besonderes. Eine Spur funkelnder Sterne und einen goldenen Halbmond. Die Dorfbewohner schauten voller Staunen zu, wie die Nacht mit Magie erstrahlte. Leo legte den magischen Pinsel vorsichtig zurück in die Kiste und lächelte. Er und Mia gingen zurück ins Dorf. Ihre Silhouetten leuchteten unter dem gemalten Himmel.